Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar, wir haben hier einen unfassbaren 13,70 Meter MacDon an einem 10.90 New Holland mit dem neuen Bedienkonzept. Und das ist total verrückt, was ich hier filmen darf. Darf eigentlich so noch gar keiner. Und ich darf euch das jetzt schon im Prinzip aufnehmen und zur Agritechnica oder irgendwann danach veröffentlichen. Das ist schon ganz nett, muss man ehrlich sagen, was man sich inzwischen über die Jahre hier erkämpft hat. So, wir haben hier über die lange Grünperiode, nasse Periode hier sehr, sehr viel Melde. Die lassen wir mal hier stehen, die jetzt hier ausgegrünt ist. Und wir fahren mal jetzt hier auf Spur. Okay. Drücken mal die Autopilot-Taste und rutschen mal hier rein. Und ich bin schon mal ein bisschen hier gefahren. Es ist unfassbar, was so ein Ding heutzutage hier wegschlingt. Das ist der blanke Wahnsinn, kann ich euch sagen. Im Groben und Ganzen muss man ja sagen, New Holland fahre ich ja nun schon ein bisschen, einen kleinen Moment sozusagen. Das heißt, vieles ist für mich eigentlich gleich, nur MacDon ist halt Unterschied. Also 13,70 Meter, was fällt mir als erstes auf, wenn man so ein riesen Schneidwerk fährt? Ja, tatsächlich ist es total verrückt. Wenn ich mich nach hinten lehne, habe ich einen super Blick aufs Schneidwerk. Gut, den kann ich ja im Prinzip drehen. Den kann ich ja auch bis dahin drehen. So, und jetzt habe ich im Prinzip komplett freie Sicht auf mein Schneidwerk. Und das, muss man sagen, ist gegenüber meinem Vario-Schneidwerk schon ein riesen Unterschied. Damit ich meinen Messerbalg und meinen Gutfluss richtig sehe, muss ich mich nach vorne lehnen, muss hier so einen Rücken machen wie so ein Shrimp und muss da so hängen, den halben Tag. Aber nun hat man wirklich einen geilen Gutfluss. Was natürlich auffällt, wenn es irgendwo mal stockt, das ist in dem Wirrwarr wirklich kaum zu sehen. Aber ihr seht selber, wir fahren jetzt hier 13,70 Meter. Wir haben ja auch gerade die volle Breite. Wir mähen ja hier gerade an. Und wie der sich hier durchpirscht. Wir fahren ja hier unsere 6 km/h, die wir eben als Limit eingestellt haben. 90% Motorauslastung und 52, 53 Tonnen pro Stunde. Man muss sagen, das Stroh ist sehr zäh. Es ist noch nicht trocken. Wir kommen mit der Feuchte langsam runter. Aber es ist zäh. Also mit meinem Drescher schaffe ich so zwischen 40 und 45 Tonnen in der Stunde, so als mal Indikator. Und aktuell fahren wir hier 30, 35, weil das Stroh so zäh ist. Ja? Also da habt ihr das ungefähr so ein bisschen als Vergleich, was bei trockenen Bedingungen möglich wäre. Also deutlich, deutlich, deutlich mehr. So, Korntank 3/4 voll. Und das muss man auch sagen, mit so einem Riesending muss man inzwischen das Anmähen richtig planen. Das ist ja auch verrückt. Also, Tonnen pro Stunde, da geht einiges und eigentlich sogar noch mehr. Wir fahren ja jetzt gerade auch wirklich auf eine ruhige Strategie. Wir haben noch 80% Motorauslastung und ihr seht, die Rotorverluste, Bruchkorn kaum da, nicht Besatz, Siebverluste, alles fast gar nicht da. Und na gut, ich müsste mal warten, bis wir gleich mal wieder leer gemacht haben, um euch mehr zu zeigen. Aber was ist im Prinzip neu? Das hier ist im Prinzip gleich. Das habe ich so in meinem auch schon. Und das ist für mich total gewohnt. Hier gibt es ein paar Features, die sind ein bisschen extra. Zum Beispiel der hat natürlich die Rotorklappen kann er hier per Hydraulik verändern, macht aber IntelliSense auch automatisch sozusagen. Sogar hier mit einem Balken, wie schnell er das Ganze hier durchschiebt und nicht durchschiebt. Radialverteiler, Schnittwinkelverstellung, die hat man aber auch hier auf dem Joystick, wenn man möchte. Und MacDon hat man hier einmal so eine Pedaltaste, ist sozusagen eine zusätzliche Shift-Taste noch. Wenn ich die aktiviere und drücke meine Shift-Taste und hier vorne kann ich sozusagen die Räder nach oben und unten fahren, an den Seiten die Stützräder. Und hier habe ich die Schnittwinkel, die Förderbandeinstellung und dann kann ich natürlich noch den Schnittwinkel verändern für den Gutfluss. Das im Prinzip ist das MacDon. Ja, das ist die Einstellung, was aber groß und wirklich neu ist gegenüber meinem System, ist wirklich das hier. Die Bedienung ist schneller geworden. Das Update war wirklich notwendig bei New Holland. Gerade beim GPS, man drückt einmal diese Taste für den Autopilot und dann wartet man, bis ein Signalton kommt
Und bis der denn mal losfährt und ach, das muss man sagen, ist schon sehr träge. Da hat die Software wirklich Probleme. Viel, viel schneller. Das merkt man schon. Das hier ist im Groben und Ganzen fast gleich geblieben. Man kann sich hier jetzt alles, wie man möchte, hinlegen sozusagen. Alles variabel anpassen. Und auch hier unten kann man alles jetzt so einfach durchtippen. Und auch die Komponenten kann man komplett anpassen, wie man möchte. Das ist schon mal ein riesen Unterschied. Jetzt haben wir hier auch eine Bruchkornerkennung, eine digitale. Das heißt, wir sehen sozusagen, wie aktuell, wie die Bilder jetzt von der Kamera sind. Das war ja im Vorfeld noch nicht so gelöst bei New Holland. Man hat sozusagen diese Optik noch nicht gehabt. Die hat man jetzt mit aufgenommen. Oh, jetzt müssen wir hier einmal rumholen. So, im Mund hier. Drohnenaufnahmen muss ich nachher auch noch machen für euch. So, wir haben nur zweimal Vorgewende angemäht. Das sind ja auch nur 20 Meter Vorgewende. So, wenn ich jetzt die Autopilot-Taste reindrücke, dann fängt er auch sofort an zu lenken und da kommt das Signalton. Das ist schon mal eine Erleichterung. Oh, Leute, tut die gut, sage ich euch. Einfach mal Geschwindigkeit. Also das Update war wirklich, wirklich notwendig. Und genau, das heißt, diese Übersicht, die ist jetzt super simpel geworden. Dann haben wir hier noch andere Möglichkeiten mit Fruchtartanstellung, die Einstellung des IntelliSense. Also A, haben wir jetzt hier so eine Übersicht. Das heißt, wenn wir was am Schneidwerk ändern wollen, drücken wir da einmal rauf. Also auch die sozusagen die Anordnung. Moment, ich muss einmal leer machen, sonst sind wir gleich komplett voll. Auch die Anordnung ist komplett anders geworden. Das heißt, auch hier, wenn wir bei Feuchtigkeit was haben wollen, wir wollen eine Sortenverfolgung machen, dann kann auch dieser Drescher automatisch das Ganze auswerten, wo welche Sorte war. Ja, Ertragsmonitor, können wir alles im Prinzip uns anlegen. Also die Möglichkeiten sind inzwischen natürlich viel besser geworden, viel weiter geworden. Der NIRS-Sensor, den ich ja schon drin habe, den hat der hier noch nicht drin. Der kann das Ganze natürlich ergänzen und der kann natürlich auch auswerten, inwieweit hat eine Sorte andere Rohproteine und Erträge als eine andere Sorte. Und das ist im Prinzip ganz interessant. Das heißt, wir können eine Kartierung anlegen über bestimmte Sorten. Also wir können eine Fläche anlegen mit Sorten und wir können im Vorfeld schon dem Drescher sagen und auch dieses PLM, dieses Online-Modul, wo welche Sorte steht. Und da muss man sagen, das kann mein Drescher auch schon. Und der Drescher kann im Endeffekt eine Auswertung machen, welche Sorte hat welchen Ertrag mit welchen Werten gebracht. Und das ist krass. Das ist wirklich krass. So, jetzt haben wir das Material. Wirklich schön sauber. Und da kommt auch eine Menge an, da muss man ehrlich mal sagen. Also das ist ein Wahnsinnsunterschied. Und ich bin auch total begeistert hier vom Ertrag im Endeffekt, muss man auch sagen. Der steht hier super solide. Klar, wir haben ein paar schlechte Stellen. Aber hier, wo das Wasser war, wir haben hier Direktsaatweizen wohlgemerkt. Keine Bodenbearbeitung. Und er ist schon sehr solide. Genau, also das ist im Prinzip neu. Die Übersicht sieht ja im Prinzip auch so aus wie bei mir. Nur, jetzt ist die in Farbe, alles ein bisschen detailreicher. Man kann Dinge antippen, man kann die hier nochmal verändern. Man muss das nicht hier machen, man kann das auch hier machen. Und man kann zum Beispiel auch, wie ihr gerade gesehen habt, ich kann am Vorgewende sagen, am Vorgewende macht die weiter zu, macht die weiter auf. Man hat ja dieses typische am Vorgewende, wenn die Maschine leer läuft, dass dann doch mehr Stroh in die Maschine kommt, kann man inzwischen verhindern mit dieser Einstellung. Würde aber auch über IntelliSense automatisch gehen. Dann haben wir hier eine Auftragsverwaltung im Prinzip, die wir bearbeiten können. Wir können das Ganze nochmal uns hier oben auch anzeigen lassen. Und jetzt haben wir nicht nur einen Flächenzähler, nicht nur einen bearbeiteten Flächenzähler, sondern wir haben auch einen Tageszähler. Da hatte New Holland wirklich auch ein bisschen Nachholbedarf, muss man ehrlich sagen, mit den ganzen Jobs.
Sagt mir schon sehr zu, muss man ehrlich sagen. Und man muss auch sagen, ganz ehrlich, das ist ein Update, was New Holland eigentlich hätte schon vor 5 Jahren mindestens bringen müssen. Alle anderen Hersteller sind im Prinzip wirklich sehr up-to-date, ehrlich gesagt. Na gut, Case, sie sind ja ein bisschen verwandtschaftlicht. Aber man muss sagen, bei John Deere ist es inzwischen schneller, aktueller. Bei Claas ist es sehr aktuell. Also das hätte gern früher kommen dürfen, das Update. Und dann muss man sagen, Leute, muss ich euch noch eins sagen, wisst ihr, was total krank ist? Wie laufruhig ein Draper-Schneidwerk ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Man hat normalerweise immer dieses Vibrieren von den Gelenkwellen oder von der Einzugswalze. Das ist nicht mehr da. Es läuft so ruhig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie ruhig diese Maschine läuft. Der Drescher an sich ja sowieso. Nochmal ein Mühe ruhiger als meiner, kommt mir fast so vor. Aber Draper Schneidwerk ist schon krasser Shit, Alter. Und guckt euch das an. Diese krasse Länge. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ihr seht, seitdem wir hier kurz gequatscht haben, haben wir schon wieder 4-5 Tonnen gedroschen. Was ein bisschen schade ist, dass da hier so dermaßen die Melde ausgegrünt ist. Ich werde jetzt auch überall, wo jetzt dieses Jahr, wo jetzt die Melde so doll durchkommt, ich muss ja auch meine Brache machen. Und ich werde die hier machen und werde sozusagen mit Kleegras versuchen, da noch einen vernünftigen Humusanteil aufzubauen. Sodass wir letztendlich so eine Fauxpas hier, also es kommt ja wirklich durch die Trockenheit, ja, also der Bestand geht ja sozusagen zurück, der stirbt da ab. Und am Ende kommt da die Melde wirklich durch, weil dann kommt Licht dran und. So, und wenn ihr mich jetzt noch fragt, wie kriege ich das jetzt hin, dass jetzt dieses Ding hier bleibt und sie meinen mitnehmen wieder, das ist unfassbar. Da drüben sitzt Lisa und fährt, das ist unfassbar, wie riesig das hier alles ist. Schaut mal wieder, wie das Schneidwerk das wegnascht, das ist unfassbar. Und man muss sagen, wir fahren hier die ganze Zeit nicht auf Volllast. Wir fahren hier 80% Motorauslastung. Und wirklich noch zähes Stroh. Also so, und da muss man natürlich sagen, Abladeleistung, das ist alles gewohnt geblieben. Also im Prinzip ist dieses Update über den 10.19 oder beziehungsweise über die Drescher hauptsächlich digital hier. Die werden halt noch ein bisschen intelligenter in Sachen, wie sie fahren, in Fahrstrategien und. Das richtige Update, wo man einige bei Instagram und bei TikTok gesehen hat, also dieser graue, beklebte Erlkönig, der umherfährt, der kommt wohl erst später und ich habe noch die Hoffnung, ich darf den auch noch mal vielleicht vorzeitig fahren. Ansonsten Überladeleistung und, die Tülle bewegen, das ist alles geblieben, das ist alles das, was wir auch kennen. Es ist im Prinzip wirklich neu, dieses Bedienkonzept. Wie gesagt, für mich ist das MacDon neu. Ich bin noch nie einen Drescher selber gefahren, ein paar Mal mitgefahren mit MacDon, aber noch nie selber gefahren. Und da habt ihr gesehen, wie schnell wir auch gerade überladen haben. Das waren jetzt mal geschmeidige 8-9 Tonnen. Und ich fahre jetzt, glaube ich, noch eine Bahn nach oben und dann muss ich irgendwann mit meinem Drescher auch mal wieder starten. Aber ich muss euch ehrlich sagen, das Ding hier macht Spaß. Definitiv. Hier geht es voran. Und ich muss auch noch ein paar Drohnenaufnahmen für euch machen. Aber Junge, 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 Junge.
So, ihr seht selber hier auch mal wieder zum Ackerbaulichen, da wo jetzt das Wasser fehlt. Und ihr hört das auch, dieses Grünmaterial mag niemand, ne? Kein Drescher der Welt mag grünes Material. Die Haspel ist übrigens dreigeteilt, wie ihr auch seht. Da geht es gerade ein bisschen nach oben, hier geht es schräg und da kippt es schon wieder in die andere Richtung ab. Und so passt sich im Prinzip das Schneidwerk an und aber auch die Haspelkomponenten. Das heißt, jedes Haspelsegment, das sind 3 Haspelsegmenten, kann auch für sich arbeiten und ist gelenkgeführt. So, Haspel nach oben nehmen hier. Ich will euch einfach noch ein bisschen an diesem Moment teilhaben lassen. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob wir es über das GPS sprechen sollten. Die Bedienung ist halt schon neu, diese Aufteilung, aber die Funktion an sich, was das GPS kann, ob nun Flächen aufzeichnen, A-B-Linie aufzeichnen, das ist im Grunde genommen ja gar nicht mehr so krass. Er kann natürlich auch schon die Ertragskartierung anzeigen, das kann meine auch schon. Und ja, der Vorteil ist halt, man kann sich schön über einen zweiten Gerät was hier raufschieben, was ganz interessant ist, wo wir hier gerade die Schnittbreite lesen. Hier bei New Holland ist es so, wenn ihr, also er weiß ja schon, wo er gefahren ist anhand des GPS und wenn ihr überlappt, dann reduziert er automatisch die Schnittbreite sozusagen und zählt das nicht doppelt, weil er weiß ja, dass er da schon gedroschen hat. Und wenn man auch mit mehreren Dreschern fährt, falls ihr euch das fragt, dann kann man das inzwischen auch synchronisieren, dass man auch sieht, wo andere Drescher schon gedroschen haben. Und wenn einer eine AB-Linie fährt, ja, seht ihr das hier, automatisch, wie eine Teilbreitenschaltung, reduziert er es gerade runter und passt sozusagen auch alles andere danach an. Gut, ich glaube, mehr davon kriegen wir bestimmt noch mal demnächst von New Holland gezeigt und vielleicht noch mal auf den Creator Days und weiß ich gar nicht, auf der Agritechnica, glaube ich, bekommen wir auch noch mal allerhand gezeigt. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Scheibe ist schon wieder voll, wir sind wieder gleich am Blinken. Überladewagen lädt noch über. Von daher sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich euch, bis dann, Leute. Ciao, ciao.